Und ich übergebe jetzt gleich mal die Moderation an den Dirk Scheffer. Er kommt auch gerade nach vorne für die folgende Podiumsdiskussion mit Publikumsbeteiligung. Und da bitte ich jetzt auch Gabi Becker aus Frankfurt, Christine Tügel aus Hamburg, Michael Habaum aus Düsseldorf und Lea Albrecht aus Bremen, sich auf das Podium zu begeben. Und ich verabschiede mich dann erstmal in mein Seminar. Bis später. Ja, gerne. Nehmt ihr das? Michael. Ich sitze gerne in der Mitte. Ah ja, Ja, Michael kommt und Lea kommt auch. Ah ja, ihr kriecht aus den Reihen. Schönen guten Tag. Mein Name ist Dirk Scheffer, Referent für Drogen- und Strafvollzug, Deutsche AIDS-Hilfe. Wir verändern das Format. Kein Frontalvortrag, sondern die VeranstalterInnen haben sich eine Podiumsdiskussion überlegt mit einem attraktiven Panel, wie ich finde. Wir haben vor, 2 ganz kurze Runden zu machen, um Sie und euch dann auch relativ schnell einzubeziehen, dass wir hier nochmal Gelegenheit haben für Statements, für Fragen, die euch halt tatsächlich bewegen. Ich würde aber natürlich beginnen mit der Vorstellung, ganz kurz der Kolleginnen, die hier sind. Und Lea, sagst du ganz kurz, wo du herkommst und was du machst, bitte? Ja, mein Name ist Lea Albrecht, ich bin Gesamtleitung der Comeback. Das ist ein niedrigschwelliger Drogenhilfeträger in Bremen, der unter anderem Substitutionsprojekte, ein großes Kontakt- und Beratungszentrum, einen Drogenkonsumraum, viele, viele weitere Angebote betreibt. Vielen Dank. Magst du das weitergeben? Christine Tügel, bin geschäftsführender Vorstand des Jugendhilfe e.V., der primär Sucht- und Wohnungslosenhilfe betreibt. Und in der Suchthilfe haben wir sogenannte niedrigschwellige Angebote mit Drogenkonsumräumen, unter anderem das Drop-In, und haben eine Behandlungskette. Das heißt, wir sind auch Träger von Eingliederungshilfeeinrichtungen und einer Reha-Klinik unter anderem. Bitte. Ja, Gabi Becker, Geschäftsführerin der integrativen Drogenhilfe hier in Frankfurt. Wir sind im Wesentlichen im niedrigschwelligen Suchthilfebereich tätig mit Konsumräumen, mit Anlaufstellen, mit Substitutionsambulanz, mit Angeboten der Eingliederungshilfe und auch Angeboten der Jugendhilfe. Dankeschön. Michael. Mein Name ist Michael Habaum, ich bin geschäftsführender Vorstand der Düsseldorfer Drogenhilfe. Wir haben eine ganz klassische Suchtprävention, Beratungsstelle, einen sehr großen niederschwelligen Bereich und die Eingliederungshilfe. Vielen Dank. Euch wird als Kennerin der Szene wahrscheinlich aufgefallen sein, dass wir 2 Städte dabei haben, für die das Thema Crack nicht neu ist, nämlich Hamburg und Frankfurt, und Vertreter in 2er Städte, für die das eher ein neues Phänomen zumindest der letzten 2, 3, 4 Jahre ist. Deshalb wird es sicherlich ein paar unterschiedliche Antworten auch geben. Und was wir nochmal gucken wollen, es soll darum gehen, was werden für Veränderungen in den Einrichtungen und im Umfeld der Einrichtungen, auch für die Mitarbeiterinnen, wahrgenommen, und ist dafür tatsächlich Crack verantwortlich oder nicht ganz andere Dinge? Also, dass wir nochmal versuchen wollen, da wo es vielleicht angebracht ist, auch die Substanz so ein bisschen, ich sag mal, zu normalisieren und vielleicht auch die Menschen, weil es ist immer meiner Ansicht nach an so einer Grenze auch Menschen zu stigmatisieren, die Crack konsumieren. Man muss nur die Überschriften in vielen Zeitungen lesen, wie sie bezeichnet werden. Aber letztendlich handelt es sich ja um dieselben Menschen, mit denen wir schon seit 10, 15 oder 20 Jahren arbeiten. Und deshalb würden wir gerne in der ersten Runde, würde ich die Kolleginnen und Kollegen fragen, was hat sich für euch in den letzten Jahren verändert in eurer Arbeit und auch vielleicht im Umfeld? Und hat das mit dem Thema Crack zu tun oder hat es mit ganz anderen Dingen zu tun? Wer möchte beginnen? Bitte.
Ich kann anfangen. Also in Düsseldorf haben wir seit 2016 mit Crack zu tun. Mittlerweile hat sich das auch tatsächlich für sehr viele Menschen leider verfestigt durchgesetzt. Und die Nutzerinnenstruktur unserer Angebote hat sich damit schon ein gutes Stück verändert. Wir haben auf der einen Seite die langjährig bei uns bekannten Opioid-KonsumentInnen. Viele sind auf Crack umgestiegen, konsumieren das zusätzlich. Wir haben auch sehr viele neue Menschen, von denen wir noch nicht ganz genau wissen, was die Hintergründe sind. Und haben festgestellt, dass wir zum Beispiel sehr viele mehr Menschen haben mit Migrations- und Fluchterfahrung, mit anderen kulturellen und sprachlichen Hintergründen, was natürlich eine neue Herausforderung für uns darstellt. Und mit manche Menschen, die keine Bleibeperspektive haben, denen wir auch nicht viel anbieten können, außer die absolute Grundversorgung, was natürlich wiederum für die Mitarbeitenden häufig auch sehr unzufriedenstellend ist. Das Frustpotenzial kann durchaus da steigen. Vielleicht noch als Zusatzfrage, hat sich irgendwas an der Atmosphäre, auch an den Aufgaben für Sozialarbeiter, ist es herausfordernder geworden? Auch durch die ja für Düsseldorf, ich sag mal, du hast ja gesagt, seit 2016 nicht mehr ganz neue Substanz, aber gibt es Veränderungen für Mitarbeiterinnen? Was hörst du? 2016 waren es nur 210 Konsumvorgänge, insofern letztes Jahr waren es über 35.000. Also, klar, das ändert sich. Es hat sich vor allem geändert, dass wir diesen Peak, den Daniel eben beschrieben hat, im Drogenkonsum auch hinter uns haben, dass mehr Menschen nicht mehr kommen, weil die Steine auf der Szene verfügbar sind. Das hat massive Auswirkungen auf den öffentlichen Raum, wo einfach die Menschen manchmal wie an der Perlschnur aufgezogen sitzen und eine Pfeife nach der anderen rauchen. Die haben sehr viel Druck im öffentlichen Raum, weil es stadtplanerisch nicht gelungen ist, Plätze mitzuplanen, wo Menschen sich aufhalten können, die sonst erstmal vielleicht nicht von vielen erwünscht sind. Und da zahlen wir jetzt so ein bisschen den Preis, dass das seit vielen Jahren schief läuft. Das war vielleicht ein bisschen erträglicher, als es Crack noch nicht gab. Das ist aber, der Grund liegt eigentlich eher in der Vergangenheit. Und Crack beschleunigt das ganze Problem nur. Crack als Beschleuniger würde ich mal festhalten. Wer möchte von euch? Bitte. Ja, wir haben uns gerade geeinigt, wir machen die Reihe durch. Bitte. Als ich im Jahr 2000 die Geschäftsführerin der integrativen Drogenhilfe übernommen habe, war Crack in Frankfurt schon Thema. Also von daher ist es nichts Neues, nichts, was jetzt aufgekommen ist. Was sich verändert hat, ist das Verhältnis von Heroinkonsum und Crack-Konsum. Und da müssen wir feststellen, dass Crack stärker konsumiert wird, als es früher konsumiert worden ist, auch in den Konsumräumen stärker konsumiert wird, sofern denn überhaupt Kapazitäten für den Rauchkonsum frei sind und die Menschen gewillt sind zu warten. Alle, die nicht warten wollen, können, dadurch, dass es in Frankfurt die Cracksteine gibt, das unmittelbar, wie ihr auch, auf der Straße sehr schnell und unproblematisch tun, sodass sich die Hektik und das Getriebensein auf der einen Seite in die Einrichtungen verlagert und auf der anderen Seite auch direkt vor den Einrichtungen stattfindet. Wir haben in unserem einen Konsumraum im Eastside einen sehr großen Außenbereich, so ungefähr 200 Quadratmeter Garten, schön angelegten Garten mit einer Bushaltestelle. Das ist unser Außencrack-Konsumraum. Also da findet ganz viel statt, das ist auch vollkommen unproblematisch. Da gibt es viele Möglichkeiten, also genügend Raum, um auch wegzugehen. Also ich glaube, dass gerade auch Raum zu haben und für sich zur Ruhe zu kommen oder bestimmten Situationen sich entziehen zu können, was ganz Wichtiges ist. Wir haben in unserem großen Konsumraum im Bahnhofsviertel die Situation, dass wir nur 4 Rauchplätze im Moment haben und dort viel Folienrauchen stattfindet, sodass Crack-Konsumierende tendenziell eher gar nicht reinkommen, sondern das tatsächlich auf der Straße im öffentlichen Raum stattfindet, was sowohl für alle Bewohner nicht so nett ist, aber auch für unsere Konsumenten immer in einer Stresssituation stattfindet und wir vermehrt in den letzten 2, 3 Jahren, also 2 Jahren auf alle Fälle, die Repression sehr stark erhöht ist aus unterschiedlichen Gründen und das macht auch was mit unseren Nutzerinnen. Astrid hat es vorhin ganz gut beschrieben, welche Angespanntheit dadurch auch entsteht und die lädt sich natürlich auch in den Einrichtungen dann auch durchaus ab. Und wir haben schon eine Zunahme an Bedrohung von Mitarbeitern, an dem Bedürfnis nach unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung. Ich bin jetzt hier, ich will das jetzt und wenn ich das jetzt nicht kriege, dann passiert das und das. Wir haben Klienten, die
vor unseren Mitarbeiterinnen direkt vom Tresen auf dem Boden onanieren. Wir haben welche, die uns in die Einrichtung scheißen. Also es gibt sehr entgrenztes Verhalten auf der einen Seite, wo Mitarbeiterinnen das aushalten müssen, damit umgehen müssen, wo wir auf der anderen Seite dem Schrei nach durch Sanktionen, das zu handeln, entgegenwirken müssen, weil es gibt ja immer Rahmenbedingungen, die auch zu bestimmten Verhalten führen und auf der anderen Seite auch nicht alles zulassen können. Also diesen Eiertanz immer hinzukriegen und von daher glaube ich, ist es schon herausfordernder geworden als mit so, ich sage das jetzt mal, freundlichen, netten Heroinkonsumenten, die jetzt viele dieser herausfordernden Verhaltensweisen in der Form nicht mitbringen. Na? So. Und von daher gibt es Veränderungen. Wir haben massive Veränderungen, was die Zusammensetzung der Nutzerinnen unserer Einrichtungen angeht. Wir haben im Eastside mal unsere Übernachterdatenbank ausgewertet und festgestellt, dass in den 30 Jahren, die wir das jetzt haben, insgesamt 83 verschiedene Nationen das genutzt haben. Wir haben pro Jahr in den ersten Jahren 14 verschiedene Nationen und in den letzten Jahren haben wir immer 46 verschiedene Nationen, die diese Einrichtung nutzen. Die können sich zum Teil selber aus den einen oder anderen Gründen nicht so ganz gut miteinander verstehen. Wir verstehen die Sprache nicht, die verstehen unsere sehr sprachlastigen Aushänge, die wir haben, nicht. Es wird viel reglementiert über Sprache. Das führt auch dazu, dass es wieder Anspannungen gibt, wenn ich mich nicht klar verständlich machen kann, ich will die Gabel und nicht den Löffel oder das Messer, also zu was führt das? Das ist jetzt so ein ganz plattes Beispiel, aber wo wir uns anpassen müssen und wo wir gucken müssen, wie wir auf die Menschen in ihren jeweiligen Situationen, wo wir sie anders mitnehmen können. Also das jetzt mal so weit zur Beschreibung und sonst erzähle ich ewig. Vielen Dank, Gabi. Dankeschön. Genau, Gabi hat jetzt schon ganz viel aus dem prallen Leben erzählt. Ja, in Hamburg ist es so, dass wir viele Jahre gab es bei uns nur Cracksteine zu kaufen. Und seit 2015 gab es eine Umkehrung des Marktes, weil nämlich auf einmal ganz viel Kokainpulver verfügbar war, was vorher im Straßendeal gar nicht kaufbar war. Und seitdem produziert unsere Klientel wieder selber. Also das heißt, wir haben immer mal diese Bewegung und andere Bewegungen. Das, was uns momentan besonders beschäftigt, ist das, was, sage ich mal, hervorgerufen wird durch stigmatisierende Berichterstattung in den Medien, wie die Klientel dargestellt wird und wie daraus auch Angsträume entstehen. Also der Hamburger Hauptbahnhof gilt als der gefährlichste Ort in ganz Deutschland. Also habt ihr uns überholt seit der letzten Umfrage, aber wir haben ja Bürgerschaftsabgeordnete, die regelmäßig kleine Anfragen stellen und sich natürlich immer nur auf diese Themen stürzen, was passiert am Hamburger Hauptbahnhof und sind dort drogenabhängige Menschen involviert. So, und das hat in Hamburg dazu geführt, weil wir nämlich auch Bürgerschaftswahl haben, nun haben wir ja auch noch eine Bundestagswahl, aber wir haben Anfang März auch Bürgerschaftswahl. Und der Wahlkampf ist relativ früh mit diesem Thema Sicherheit und Ordnung am Hauptbahnhof und dann mit dem Link zu drogenabhängigen Menschen eröffnet worden und hat relativ viel nach sich gezogen. Sogenannte Quattro-Streifen, die am Hamburger Hauptbahnhof patrouillieren. Also das sind Bundespolizei, Schutzpolizei, alle Polizei, die man so braucht, um alle verschiedenen Zuständigkeiten unter einem Hut sofort verfügbar zu haben, Streife gehen zu lassen. Waffenverbotszone ist eingeführt worden, auch inklusive unseres Vorplatzes der Einrichtung. Das führt zu Kontrollen ohne Anlass. Also, und natürlich hat jemand BTM dabei, wenn er den Drogenkonsumraum nutzen will. Und das führt natürlich logischerweise zu Ausweichbewegungen in andere Bereiche oder auch auch an der Nichtnutzung der Einrichtung, wenn die Kontrollen so hochgeschraubt werden. Dann kam das Alkoholverbot dazu am Hauptbahnhof. Auch das wird emsig kontrolliert. Dann wurden Sozialraumläufer sich ausgedacht, die dann wiederum auch nochmal die Klientel ansprechen sollen, damit sie nicht das tun, was viele tun, wild urinieren. Das machen auch nicht nur drogenabhängige Menschen, sondern auch viele andere BürgerInnen unserer Stadt jedenfalls. Genau, und das heißt, es wurden sehr viele ordnungspolitische Maßnahmen ergriffen,
die sehr viel Unruhe in die Szene bringen, die ungeheuer viel Stress ausmachen für die Klientel und dieser Stress schwappt logischerweise in die Einrichtung. Und als Pendant gibt es jetzt aber die Absicht, auch etwas mehr noch für diese Menschen zu tun. Die Stadt Hamburg hat ein großes Haus gekauft mit einer Fläche von 7.000 Quadratmetern in unmittelbarer Nähe des Beratungs- und Gesundheitszentrums, das wir schon betreiben, dem Drop-In. Das ist also praktisch auf der anderen Straßenseite. Und es findet im Moment ein großer Austausch in Spitzentreffen und Stadtteilräten und so weiter statt, was dort passieren soll. Das Genau. heißt, das bewegt uns. Dazu würden wir gleich nochmal kommen, weil die zweite Runde geht darum, wie kann man darauf reagieren. Lea, bitte. Ja, genau. Also ich glaube, in Bremen ist die Situation ganz ähnlich. Wir haben erst so ungefähr seit 2018 tatsächlich mit Crack so sehr aufkommt ein Thema. In Bremen ist die Situation, glaube ich, noch mal ein bisschen anders, weil Bremen bekanntermaßen ein bisschen kleiner und ein bisschen eigenbrötlerischer als Stadtstaat unterwegs ist und damit viel Niedersachsen um sich hat. Damit haben wir natürlich auch ein ganz, ganz großes Problem mit vielen Leuten, die nicht mehr im Leistungsbezug sind, ursprünglich vielleicht eine Duldung im niedersächsischen Umland hatten, sich dann aber in Bremen aufhalten, weil da natürlich Szene ist. Das führt immer wieder zu Situationen, wo auch Sozialarbeit mittlerweile an Grenzen gebracht wird, wo man gar nicht richtig weiterkommt. Also selbst wenn dann die Ressourcen eigentlich bereitstehen würden, kommen wir in Situationen, wo diese gar nicht mehr nutzbar sind. Ich glaube, das Thema, was gerade schon ganz viel angesprochen wurde, ist ja im Prinzip Stigma. Und Stigma ist, finde ich, das, womit wir gerade bundesweit ja eigentlich wahnsinnig kämpfen. Wir sprechen immer über die Crack-Konsumierenden. Ich finde, allein das ist ehrlich gesagt schon das Problem. Wir haben die gar nicht. Und ich würde unterstellen, niemand anders hier im Raum hat die Crack-Konsumierenden, sondern wir haben viele Menschen, die mittlerweile fast durchgängig sehr polyvalente Konsummuster aufweisen. So. Und da macht die Substanz natürlich bestimmte Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel eine sehr, sehr andere Dynamik, ne? Wie ein schneller gefolgtes Craving, was dazu führt, dass natürlich nochmal Beschaffungsdruck höher ist oder dass eine Sichtbarkeit einer Szene in der Öffentlichkeit nochmal was anderes ist. Aber das liegt nicht ursprünglich an der Substanz. Da muss man dann sagen, da kommen häufig sehr ungünstige Korrelationen hinzu, wie zum Beispiel, das hat Christine ja auch angesprochen, Repression, was sich dann natürlich, ja, folgerichtig möchte ich eben nicht sagen, aber aus mancher Perspektive vielleicht folgerichtig, sowas auch erhöht. Ne? Also wir haben eine Szene, die wird im Stadtbild sichtbarer, dann wird auch Repression hochgefahren. Und das führt dazu, dass die Leute immer gehetzter sind, von einem Ort zum anderen laufen. Das führt aber auch dazu, dass wir als Hilfemaßnahmen genauso hinterherlaufen. Ne? Also das, was aus den 80ern irgendwie in Frankfurt immer Junkie-Jogging genannt wurde, da sage ich manchmal mittlerweile liebevoll, wir machen Streetwork-Jogging. Wir joggen unseren Klienten mittlerweile hinterher gefühlt, weil also jeder läuft vor jedem weg, jeder läuft jedem hinterher. So schließen sich Kreisläufe. Das ist schon eine ganz neue Herausforderung einfach, der wir begegnen müssen. Vielen Dank an euch alle. Wir haben ja heute ganz zum Beginn von Astrid schon was zu Handlungsempfehlungen gehört, die ja sehr theoretisch sein können. Wir haben uns gemeinsam bemüht, die sehr praxisnah zu erarbeiten, nämlich mit vielen von Ihnen und von euch. Und nach der Situationsbeschreibung jetzt gibt es Möglichkeiten und was habt ihr in Düsseldorf gemacht, um auf die Situation und auf die Veränderung zu reagieren? Kann man mit neuen, veränderten Angeboten gegensteuern? Ja, kann man bestimmt, muss man aber auch das Geld für haben, sonst macht man irgendwo anders was, andere Angebote weg. Ne? Also was wir in Düsseldorf relativ neu haben, ist eine Unterbringung für schwerst crackabhängige Menschen. Die haben wir ausprobiert in der ehemaligen Geflüchtetenunterkunft. Das haben wir für gut befunden und überführt in eine dauerhafte Unterkunft. Das sind allerdings nur ungefähr 30 Personen, die wir da unterbringen. Das heißt, da fehlen locker nochmal 3, 4 weitere von diesen Einrichtungen. Am Tag auch, als Tages? Es hat immer geöffnet. Okay. 24 Stunden ist Security vor Ort und Sozialarbeit tagsüber. Und die Security macht nachts eine ganze Menge Arbeit mit den Menschen, weil viele von denen nachts viel aktiver sind. Das ist ganz interessant. Aber da haben wir zum Glück eine Security-Firma gefunden. Die Stadt hat da eine sehr teure Security-Firma bezahlt, die das gut machen. Da gibt es ja auch verschiedene. Ja. Wir haben gerade eine Szenebefragung in Düsseldorf. Das wird uns hoffentlich die Ergebnisse bringen, was diese neuen Menschen, die ich eben nannte,
an Bedarfen mitbringen, damit wir da besser reagieren können. Und was spannend ist, und mal gucken, was daraus wird, ist SIBU, Sicherheit im Bahnhofsviertel, ein großes Projekt, was der Oberbürgermeister ausgerufen hat, weil sehr klar ist, im öffentlichen Raum ist es einfach gerade eine sehr angespannte Lage und es wurde versichert, dass das nicht nur den Obertitel Sicherheit hat, sondern die sozialen Einrichtungen da auch mitgenommen werden. Ich glaube, alle sind sich einig, dass das kein Thema ist, was man mit Repressionen wegkriegen kann. Deswegen sind die in Düsseldorf auch noch verhältnismäßig milde, weil es keine Alternative gibt. Insofern bin ich gespannt, weil auch da, wenn es mal der große Wurf sein soll, kostet das eine Menge Geld. So, ja, die Haushaltsberatungen sind jetzt gerade, ich denke, wir wissen Ende des Jahres, ob wir nächstes Jahr dann mit größeren positiven Veränderungen rechnen können. Das sind so die schnellsten Veränderungen. Wir machen Streetwork mit Medizin zusammen, das finde ich eine gute Geschichte, um die zu erreichen, die nicht zu uns kommen, aber natürlich kann man keine größeren Versorgung im öffentlichen Raum machen, aber vielleicht motivieren wir die wo wir Pflaster aufkleben, mal sich auch mal einen Verband abzuholen. Vielen Dank. Gabi? In Frankfurt passiert eine ganze Masse an Maßnahmen, an Einzelmaßnahmen, die den einen oder anderen Erfolg auch tätigen. Auch wir als Organisation sind an dem Punkt, dass wir uns Gedanken gemacht haben, was würde unmittelbar helfen. Wir haben zum einen seit, ich glaube, nunmehr 3 Jahren unsere Notbetten, die wir im Eastside haben, nicht mehr nur im Winter geöffnet, sondern ganzjährig geöffnet und auch von 20 auf 25 Betten zusätzlich erhöht, sodass wir im Eastside jetzt jeden Tag 100 Betten anbieten können. Wir haben unsere bisherigen Ledercouches, die abgewetzt waren und eigentlich immer nur zum Schlafen genutzt worden sind, ersetzt durch Fernsehsessel, in denen geschlafen werden kann und auch entsprechende Lederliegen. Meine Oma hätte gesagt Chaiselong, auf denen dann tagsüber Menschen auch liegen können, sodass wir in dieser Einrichtung auch tagsüber für alle, die Ruhe brauchen, Möglichkeiten anbieten. Wir haben im Eastside 7 Mitarbeiterinnen ausgebildet in Ohrakupunktur, weil wir gerne alles tun wollen, um die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen, zu unterstützen und zu fördern. Da kann ich noch keine Ergebnisse berichten, weil wir jetzt gerade erst anfangen und noch bei der ärztlichen Zuweisung, bei den Schwierigkeiten, die zu beheben, hängen. Ja, wir haben in Planung, und da sind wir in der Planungsphase relativ weit, in unserer Einrichtung Nidderstraße den Anteil der Rauchplätze von 4 auf 16 zu erhöhen und das komplett umzubauen und hoffen, dass wir das im nächsten Jahr zügig umgesetzt kriegen, um einfach mehr Möglichkeiten anzubieten, auch Crack-Konsum auf schnelle Art und Weise in den Einrichtungen zu haben und dann auch in der Einrichtung bleiben zu können. Es wird auch eine Klimaanlage im Aufenthaltsbereich eingeführt, um im Sommer vielleicht auch attraktiv zu sein und nicht draußen sein zu müssen, sondern vielleicht auch gerne im Kühlen sein zu wollen. Also so zu gucken, wie können wir unsere Rahmenbedingungen verändern. Wir haben im Eastside, das was vorhin an der Tafel war, arbeiten wir an einer kultursensiblen Sprachförderung. Das heißt, wir überprüfen alle unsere Abläufe, alle unsere Aushänge, alles das, was wir tun. Ist es leicht verständlich? Brauchen wir das alles? Wir haben für alle Bereiche, es muss auf 5 Regeln reduziert werden. Eine Regel darf nicht mehr als ein Satz sein und wir machen viel mit Piktogrammen und Ähnlichem. Also einfach, um Menschen nochmal anders abholen zu können, in dem Nicht-Verstehen, was wir als Sprachnation einfach so von uns geben. Na? Und wir haben also seitens der Stadt ja auch, da waren wir auch dran beteiligt, dass ich glaube, Daniel hat es vorhin gehabt, die Rollstuhlfahrenden auf der Szene, dass wir über ein Hotelprojekt Menschen auch in Unterkunft bringen, was rollstuhlgerecht ist, dass die ordentlich versorgt werden, dass Pflegedienste eingebunden sind, sodass an vielen kleinen Punkten Maßnahmen stattfinden. Das ist nicht der große Wurf, aber ich glaube, dass wir mit vielen kleinen Dingen weiterkommen. Wir haben im Jahr 2018, 2019 alle Menschen, die wir nachts mit unserem OS-Bus fahren, viele Crack-Gebrauchende befragt, was sie selber tun, um frühzeitig aus dem Crack-Nachlegen rauskommen zu können. Und die meisten, die was zurückgemeldet haben, haben immer auf Cannabis verwiesen.
ich habe es leider immer noch nicht geschafft, dass wir hier in Frankfurt ein Cannabis-Vergabe-Modellprojekt bekommen. Ich halte das nach wie vor neben den medizinischen Sachen, die sicherlich auch wichtig sind, aber noch für was wir aufgreifen sollten und umsetzen können sollten. Ich weiß nicht, ob wir im Rahmen der ich bin gleich zu Ende, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, die es jetzt so gibt, vielleicht nochmal auch mit einem engagierten Arzt zusammen einen anderen Weg finden können. Das wäre noch zu überprüfen. Ja, und dann belasse ich es mal dabei. Super. Vielleicht gibt es den großen Wurf auch gar nicht. Vielleicht muss man es genau so machen. Ja, Christine. Okay, Hamburg plant momentan sehr viel. Zum Beispiel eine Neukonzipierung der Straßensozialarbeit für ganz Hamburg. Dazu hat es diverse Arbeitsgruppen gegeben. Demnächst soll es eine Förderrichtlinie geben. Hamburg verspricht sich davon eine bessere Koordination der Straßensozialarbeitenden, die in Hamburg unterwegs sind, und orientiert sich dabei ein bisschen an Wien. Also in Hamburg wird viel nach Wien, aber auch gerne nach Zürich geguckt. Und es wird versucht, solche Modelle auf Hamburg zu übertragen. Meistens aber nicht auf der Ebene der Ressourcen. Also da könnte Hamburg dann auch gerne hingucken. Genau, und dann ist es so, dass direkt vor dem Drop-In sich ja ein Park befindet. August-Bebel-Park ist sein Name. Dort hat sich während der Pandemie, sage ich mal, der Park in Schlamm verwandelt, weil während der Pandemie haben sich die Menschen dort eben auch aufgehalten. Dort stehen in Spitzenzeiten bis zu 300 Menschen vor der Einrichtung und halten sich dort auf. Und damit das Ganze menschenwürdiger gestaltet wird, wird dieser Park jetzt neu gestaltet für diese Zielgruppe, für den Aufenthalt, mit Sitzmöbeln, mit schattenspendenden Schirmen und so weiter. Und das wird sehr unterschiedlich begleitet. Also wenn man in die Bild-Zeitung guckt, dann wird da eine Wellness-Oase für Junkies gebaut und andere Zeitschriften sind da etwas zurückhaltender. Das kostet ca. 2,5 Millionen Euro, ist aber ein guter und sinnvoller Schritt. Es geht auch um Licht und es ist in enger Beteiligung mit uns als Träger erfolgt. So, dann hat die Stadt, habe ich vorhin schon gesagt, ein großes Haus gekauft, 7.000 Quadratmeter, das ist eine Menge. Und da geht es darum, dass das jetzt konzipiert wird, welche ergänzenden Hilfen, die es noch nicht gibt, benötigen wir dann, denn um diesen Menschen bessere Hilfen anbieten zu können. Und das wird ein längerer Prozess werden. Und da gibt es viele Ideen, die aber noch nicht umgesetzt sind. Für uns bedeutet das als Träger, dass wir bis Anfang des Jahres dort 30 weitere Plätze schaffen sollen, also Ruheplätze für Crack konsumierende Menschen. Und dort eine psychiatrische Ambulanz reinkommen wird, was auch sehr wichtig ist, damit wir kurze Wege haben. Genau, es sind noch viele Dinge mehr geplant, aber es soll ja noch vom Publikum jemand sprechen. Vielen Dank, Christine. Dann halte ich mich vielleicht auch kurz und ergänze nur das, was noch nicht gesagt wurde. Also auch wir in Bremen haben im Sommer 23 angefangen, einen Ruhe- und Regenerationsort zu betreiben, wo sich die Leute ausruhen und schlafen können. Für den suchen wir jetzt gerade neue Räumlichkeiten. Ich glaube, jeder im Raum kann sich vorstellen, wie herausfordernd neue Räumlichkeiten und Immobilien in so einer Suche sind. Trotzdem haben wir sehr, sehr deutlich gemerkt, wie riesig eigentlich der Bedarf ist. Sobald man irgendwo so eine Einrichtung aufmacht, sagt, hier sind jetzt irgendwie 10 Betten, sind gefühlt 11 davon voll. Wir merken sehr, dass wir auch in unseren anderen Einrichtungen, wo wir dann keine Liegen, Betten, Ruhebetten bereitstellen, dass die Leute teilweise bis auf dem Boden unter Tischen liegen, unmittelbar einschlafen, weil wir so sehr Verelendungszustände einfach sehen. Wir haben Streetwork tatsächlich auch mit einem muttersprachlichen Ansatz. Das ist Gold wert aus meiner Sicht, weil da einfach nochmal ein ganz anderer Zugang ist, sowohl weil die Sprachbarriere ausgemerzt ist, als auch weil einfach das kulturelle Verständnis ein anderes ist. Zudem arbeiten wir in dem Zusammenhang auch mit ehemals Selbstbetroffenen, sodass da dann viel geeint wird, sage ich mal, von kultureller Ebene über ein eigenes Verständnis, über Sprachbarrieren hinaus. Das ist einfach ganz toll. Dann geht es natürlich über Materialien, sodass Streetwork auch regelhaft jetzt Pfeifen direkt mit rausnimmt und wir schauen, wie ist die Versorgungslage eigentlich. Und natürlich gibt es dann so Dinge, da ist man an bestimmten Punkten gezwungen und hat sich das ehemals vielleicht gar nicht gewünscht. Wir als Einrichtung, kann ich sagen, haben uns nie gewünscht, mit einem Sicherheitsdienst zusammenzuarbeiten. Wir machen das jetzt seit 2-3 Jahren, arbeiten da mit einem Sicherheitsdienst, der auch Awareness in bestimmten Bereichen macht, der einen sehr sozialen
Ansatz hat und das funktioniert dann auch sehr gut an bestimmten Stellen, wenn man nicht, ich sag mal, den billigsten Anbieter wählt, der vielleicht auch im Stadion steht. Ja. Das ist schon was sehr, sehr anderes. Da haben wir in Bremen die Luxusvariante, sage ich mal, dass es ja relativ klein ist und die Drogenhilfeträger eigentlich alle den gleichen Sicherheitsdienst beauftragen, sodass es ganz schön ist, wenn dann jemand aus der Notunterkunft kommt in den Konsumraum und eigentlich vom Security-Mann schon mit Namen begrüßt werden kann und einem freundlichen Lächeln. Ja. Vielen Dank. Ein breites Portfolio von neuen Angeboten oder veränderten Angeboten. An der Stelle erstmal herzlichen Dank an euch vier. Ja, wir haben noch Zeit. Ich habe es Ihnen und euch versprochen. Wer möchte? Frage, Anmerkung? Chris, hallo. Hi. Chris meldet sich. So. Ja, komm. Das dauert einen kleinen Moment. Ich war so erstaunt, dass ich dich von hier aus noch erkenne. Schön, dich zu sehen, Dirk. Ja, hallo. Christian Rosner von der AIDS-Hilfe Hessen. Dirk, du hattest ja schon mal so ein bisschen angesprochen, was gibt es auch neben Crack so für Themen, die man vielleicht auch bearbeiten könnte. Und mir fällt da erstmal ganz viel ein, also von Schuldenbremse zu fehlendem sozialen Wohnungsbau. Aber gerade wenn es um Wohnraum geht, wurde ja viel auch auf Tagesruhebetten eingegangen und Notschlafstellen. Es klang bei Daniel Daimel schon so ein bisschen an Housing First. Das ist mir immer persönlich ein wichtiges Anliegen, weil es da auch irgendwie um einen Paradigmenwechsel geht. Also gerade den Paradigmenwechsel, den die Drogenhilfe durchmachen musste von Abstinenzorientierung. Die Leute brauchen erstmal Leidensdruck, müssen krankheitseinsichtig sein, bevor sie überhaupt Hilfe kriegen. So tragen wir, finde ich, immer noch viel in der Obdachlosenhilfe und in der Drogenhilfe immer noch so ein bisschen diesen Gedanken mit uns, die Leute müssen erst wohnfähig sein und sich beweisen, dass sie von einem Notschlafbett irgendwie würdig sind, jetzt nochmal in eine Hotelunterkunft zu kommen, die sie vielleicht wieder nach 3 Tagen verlieren, wenn sie dann nicht auftauchen. Also da würde ich sagen, brauchen wir auch einfach stabile Angebote, wo es heißt, du darfst in diese Wohnung rein, selbst wenn du jetzt 2 Wochen lang auf der Szene bist und konsumierst, die Wohnung ist immer noch da. Und da braucht es einfach eine Sicherheit, wo sich langsam überhaupt erstmal Projekte bilden, wo ich aber stark dafür plädieren würde, dass wir das auch irgendwie weiter in Angriff nehmen. Vielen Dank. Gabi, willst du was? Ja, ich hätte auch einen Satz gesagt, aber ich bin der Moderator, bitte. Das ist aber schön so. Ich formuliere es anders. Ich glaube, dass Housing First für die Probleme, die wir haben, ein zusätzliches Angebot sein kann, aber nicht die Lösung des Ganzen. Und das, was wir brauchen, wir haben in Frankfurt einfach nicht genügend Wohnungen. Ja, ich habe 33.000 Übernachtungen im Jahr im Eastside von knapp 1.000 verschiedenen Menschen. Um die unterzubringen, bräuchte ich schon mal 1.000 Wohnungen. Die stehen in Frankfurt nicht zur Verfügung. Also von daher müssen wir andere Wege finden, also Veränderungen möglich zu machen. Ich habe auf der Internetseite bei uns, der IDH, ist ein Papier von meiner stellvertretenden Geschäftsführung und mir zu Wege aus dem Bahnhofsviertel, wo wir Überlegungen angestellt haben, was Sozialarbeit verändern müsste, damit sich was verändern kann. Und da glaube ich, dass wir an unsere eigene Nase fassen müssen, gucken müssen, wie sind wir aufgestellt. Wir sind so abgegrenzt voneinander als Träger, als die verschiedenen Systeme, die es gibt, die Jugendhilfe, die Eingliederungshilfe, die Suchthilfe, was immer da noch so rumkleucht, die Pflege, die Gesundheitsversorgung. Wir müssen aus der Versäumung raus. Wir brauchen aus meiner Sicht Bezugssozialarbeiter, die lange Wege begleiten können von Menschen. Ja, und dann natürlich auch so ein Umzug in ein Housing First Angebot, wenn es sowas gibt. Ich glaube, dass das vielleicht im ländlichen Raum eher zu realisieren ist, solche Wege zu gehen, als im Moment im städtischen Raum, weil wir einfach keinen Wohnraum haben. Und dann ist es unsere Aufgabe zu gucken, dass wir den Notschlafstellen so Rahmenbedingungen schaffen, dass sie nicht unwürdig sind. Das ist nicht immer ganz einfach, ja, aber das hinzukriegen und da für viele auch Lösungen zu schaffen. Deshalb ist Housing First ein gutes Zusatzkiste, aber kein Problemlöser aus dem. Christine, du auch? Bitte Oh, sorry. eine kurze Ich möchte noch Antwort. kurz ergänzen, Ja, bitte. dass es ja auch die Assistenz im Wohnraum gibt. Also ich weiß nicht, in Hamburg heißt das zumindest so, im Rahmen der Eingliederungshilfe
wo man Menschen, ne, die noch Wohnraum haben, betreuen kann sofort adäquat oder wenn sie dann eine Wohnung akquirieren, also wenn wir für sie eine Wohnung akquirieren. Also Housing First, ja, in Hamburg gibt es auch keine Wohnung, aber es gibt auch andere Hilfesysteme noch, wo auch das möglich ist. Und wir in Hamburg stellen ja fest, dass unsere Klientel, wissen wir alle, nicht überall erwünscht ist. Und bei den, sage ich mal, Wohnungsgesellschaften teilweise, wenn es auch inoffiziell, also offiziell gibt es keine schwarzen Listen, es gibt aber schwarze Listen. Wenn man schon mal bei einer großen Wohnungsgesellschaft Probleme hatte, dann kriegt man dort keine Wohnung mehr. Und das ist auch Aufgaben der Kommune, zu sorgen, dass die städtischen Wohnungsgesellschaften verpflichtet werden, an diesem Personenkreis zu mieten. Das muss so sein. Oder ein Kommentar. Ich sehe da eine Hand, da oben und hier. Also 3, direkt dann. Wollt jemand zuerst da drüben? Oder? Okay, dann fange ich mal an. Ja, bitte. Also ich falle jetzt ein bisschen aus der Rolle wahrscheinlich, weil ich weiß doch nicht, ob meine Frage hier beantwortet werden kann, weil ich komme nicht aus einer Großstadt. Ich komme aus einer Kleinstadt. Wir haben einen kleinen Verein. Bei uns gibt es Drogenberatung, bei uns gibt es Substitution, bei uns gibt es ein Haus für suchtkranke Frauen aus Gewaltsituationen und wir haben Tagesaufenthalt bei uns. Wir hätten jetzt aber auch gern so einen Konsumbereich bei uns, aber in einer Kleinstadt halt. Und ich denke, vieles, was wir uns wünschen, scheitert nicht nur an Politik oder Verwaltung, sondern es scheitert vor allen Dingen auch an den Kosten. Muss man, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es hier beantwortet werden kann, wirklich so hohe Standards haben? Zum Beispiel, wenn wir 2 bis 3 Konsumplätze bei uns einrichten, muss das alles so wahnsinnig viel Geld kosten oder kann man das nicht einfach runterfahren? Weil ich glaube, wenn Kleinstädte bis zu einer oder ab einer gewissen Einwohnerzahl das selber machen würden, könnte man vielleicht auch diesen Tourismus in die Großstädte ein bisschen verhindern. Man könnte die Vermüllung reduzieren und weniger Stress mit der Bevölkerung in den Kleinstädten haben. Und die ist ja nun auch vorhanden. Ja. Also das ist so. Vielen Dank. Gute Frage. Kann beantwortet werden, glaube ich. Bitte. Kann beantwortet werden, weiß ich nicht. Aber wir hatten hier im September eine Fachveranstaltung mit dem Paritätischen Hessen zusammen. Da ging es um 30 Jahre Drogenkonsumräume in Frankfurt, ein Erfolgsmodell auch für andere hessische Gemeinden. Und ich denke, ja. Und dann muss man gucken, welche Form des Konsumraums kann passen. Wir hatten aus Berlin jemanden da gehabt, der uns die mobilen Konsumräume vorgestellt hat. Aber natürlich müssen wir immer über entsprechendes Personal verfügen, was im Notfall Leben retten kann. Also von daher wird es nie ein Aldi-Angebot werden können, ja? Sondern wir werden bestimmte Standards einfach anbieten müssen, weil wir dort in sehr sensiblen Bereichen unterwegs sind und wo es vorrangig darum geht, Menschenleben auch zu retten. Ich halte es für zwingend notwendig, dass wir wohnortnah für Menschen überall solche Angebote vorhalten, ja? Dass es auch nicht nur in den Ländern stattfindet, die wir jetzt schon haben, sondern dass alle anderen Bundesländer sich gefälligst auch auf den Weg machen müssen und dort ihre Angebote verbessern müssen. Das geht so nicht. Na? Und auch die ländlichen Kreise müssen sich Gedanken machen, wie sie ihre Bevölkerung angemessen versorgen. Wir hatten im letzten Jahrhundert 19 Drogentote in Hessen. Davon waren 28 in Frankfurt. Der Rest war über den Rest Hessen verteilt. Und da war auch die stärkste Steigerungsrate. In Frankfurt war es nur ganz wenig und der Rest in Hessen ist um 22 hochgegangen. Das heißt, es gibt andere Gemeinden, die gefälligst ihre Verantwortung für diese Menschen auch wahrnehmen müssen und sich auf den Weg machen müssen. Aber für Umme geht es halt nicht. Ja? Und von daher gibt es sicherlich Lösungen, die nicht ganz so intensiv und teuer sind, wie das in Großstädten vielleicht mit 24-Stunden-Betrieb oder sowas erforderlich ist. Ja, das muss man vor Ort ermitteln. Wie ist denn das Verhalten? Während Lea jetzt das Mikrofon kriegt, es gibt 1, 2 schöne Beispiele. Troisdorf, eine sehr kleine Einrichtung, wenige Plätze. In Kiel wird es eine sehr kleine Einrichtung, glaube ich, geben, wenn ich noch auf dem aktuellen Stand bin. Also angepasst an den Bedarf auch. Damit kann man natürlich Kosten senken. Gabi hat recht, man braucht ein gewisses Personal. Aber man kann auch für Städte mit 200.000 Einwohnern auch so eine Einrichtung betreiben. Und die gibt es ja auch.
Bitte, Lea. Ja, genau. Also ich würde sehr dafür werben. Genau solche Fragen finde ich hier richtig. Du sitzt Ja, in einem Raum genau. voller Menschen, die eigentlich genau entweder die gleichen Fragen haben oder das Gleiche schon machen. Und das ist ja der perfekte Ort, um sich zu vernetzen, um zu schauen, hey, wer ist eigentlich von wo da? So, die Deutsche AIDS-Hilfe hat eine wunderbare Sammlung gemacht auf deren Homepage, was es eigentlich alles für Konsumräume und Konsummobile gibt. Da gibt es echt einige mit nur 2 Plätzen. Ich denke, das ist was für euch auch total in Frage kommt. Da bin ich ein großer Fan davon, einfach mal einen Ellenbogen jemand anders anzustoppen und zu sagen, hey, wie macht ihr es eigentlich? Und ich glaube, das Zauberwort, und das kann ich als Bremerin ganz gut sagen, denn was nicht so viel Geld haben heißt, das wissen wir, glaube ich, häufig integrierte Strategien. Ne? Also wenn ihr schon was habt und du hast ja aufgezählt, was ihr alles schon habt, das ist ja eine Menge. Ne? Also wenn du sagst, dafür, dass ihr ländlicher Raum seid, da habt ihr ja schon ganz, ganz viel, dann kann man davon ja häufig irgendwas quer nutzen. Ne? Also wenn du sagst, hey, ihr macht schon Substitution, dann werdet ihr ja im Zweifel MFAs, einen Arzt da schon haben. So, wenn du sagst, ihr habt eine Kontaktstelle, dann habt ihr da vielleicht schon Räumlichkeiten. Auch da kann man ja manchmal einfach so Korrelationen nutzen, eine Stundenaufstockung noch wo dranhängen und dann hat man eben nicht die riesen Probleme. Das andere, was du ja angesprochen hast, muss das immer so teuer und so aufwendig sein? Die Rechtsverordnung sagt relativ klar, was eigentlich ein Must-Have ist und was ein, naja, ich hätte das total gerne. Und die Must-Haves, das teuerste ist immer das Personal. Und wenn du da irgendwie Verknüpfungen hinkriegst, ist, glaube ich, gut. Bei anderen Sachen kann man sich echt abschauen, was so geht. Dankeschön. Jetzt du vielleicht oder Sie? Ja, hier hinten ist noch das Mikro. Philipp Gerber aus Mannheim. Ich reiche dann gleich nach sorry. vorne. Ich wollte noch was zur Problembeschreibung beitragen. Also in Mannheim sind wir vielleicht jetzt auch seit 2 oder 3 Jahren mit der Fragestellung mehr konfrontiert. Und was wir noch beobachten, ist, dass sich die Szene zersplittert, was bezogen auf Sicherheit und Ordnung die Betrachtungsweise dann erstmal positiv konnotiert wird, weil viele der AltklientInnen keinen Bock auf die Leute haben, die Crack konsumieren. Das ist denen zu hektisch, die haben andere Bedürfnisse. Das ist sowas, was gerade bei uns ist. Und mich würde interessieren nochmal, es gibt ja hier teilweise Vorschläge oder auch Wünsche, das sind die großen Würfe, also 2,5 Millionen für die Umgestaltung des Parkes ist jetzt ein bisschen außerhalb der Reichweite in Mannheim, glaube ich, wo wir schon seit 6 Jahren über einen Drogenkonsumraum sprechen. Was sind denn so die kleinen Vorschläge noch? Analog fällt mir dazu ein, um diese Schnittstellen anders zu bedienen. Und womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, sind die Naloxon-Schulungen in den Polizeirevieren oder auch bei der Kriminalpolizei, um da Strukturen aufzubauen, auf die man dann eben aufbauen kann. Also die Frage ans Podium wäre, was sind die kleinen Dinge? Gibt es kleine Lösungen? Kooperation, würde ich mal sagen. Ich finde, es ist kein kleines Ding, aber aus meiner Sicht ist das größte, was nicht immer teuer sein muss, Ding. Und wenn du sagst irgendwie, super, da können wir in den Knast gehen und da noch Naloxon-Schulung machen, das kann ja auch immer ein Tauschgeschäft sein. Ne? Also zu sagen irgendwie, keine Ahnung, die Beratungsstelle geht mal in die Substitutionspraxis und bietet da gleich vor Ort Ansprechbarkeiten für PSB an. Dafür kommt irgendwie ein Substiarzt als Psychiater einmal in die Woche in die Beratungsstelle. Dann hat man mal was getauscht und nicht so viel Geld ausgegeben. Davon lebt ganz, ganz viel, finde ich. Also ich finde, Kooperation ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Punkt. Schnittstellen hast du schon gesagt. Ich finde, Schnittstellen ist immer so ein Thema. Das kann gut funktionieren, das kann aber auch mächtig nach hinten losgehen, wenn es einfach nicht gut ausgestaltet ist. Und da muss man, glaube ich, auch schauen, irgendwie mit wem setze ich mich an einen Tisch und bespreche was und was hat dann eigentlich Bestand, was kann man festhalten. Genau, und ansonsten natürlich kleine Praxistipps. Ich denke, da kommen wir noch im Verlauf des Tages dazu. Ich glaube, ich sage nach der Mittagspause noch sehr, sehr praktische Sachen, wo man einfach sagen kann, hey super, das kannst du mal direkt machen, irgendwie für das Klientel. Deswegen würde ich es jetzt nicht sagen, fände ich. Genau, die auch manchmal mit Geld gar nichts zu tun haben. Das ist nämlich Leas Vortrag danach, nach der Mittagspause. So, und jetzt aber Sie oder du. Ich habe mich vorhin bei dem Vortrag von Nina schon gefragt, findet man eigentlich Personal für all diese wunderbaren Ideen? Gibt es Studierende, die sagen, genau darauf habe ich Bock? Oder auch die Frage im Umkehrschluss, wandert Personal auch ab? Weil sich vielleicht Mitarbeiterinnen sagen, das habe ich mir so nicht vorgestellt, hier irgendwie mit Hilfe von Security arbeiten zu müssen? Ja. Sowohl als auch. Also es wandern Menschen ab, was aber eher die Jüngeren tun.
Wenn ich das jetzt mal auf unsere Einrichtung bezogen betrachte, haben wir Menschen, die machen das schon seit 30 Jahren. Also eine hohe Kontinuität, eine hohe Identifikation mit der Arbeit, die da geleistet wird. Und ich glaube, nur so kann man die Arbeit auch machen. Wir haben viele Vakanzen und es wird zunehmend schwieriger. Was ich gar nicht erwähnt habe, was eigentlich geplant ist, dass wir auch sonntags öffnen. Also das Drop-In soll auch noch sonntags öffnen. Aber wir suchen seit über einem Jahr das Personal dafür und wir finden es nicht. Also das ist tatsächlich so. Und ich gehe auch davon aus, dass wir nicht nur betroffen sind von dem allgemeinen Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel, sondern auch durch die mediale Berichterstattung es sehr, sehr viel schwieriger haben, Menschen zu finden, die dort arbeiten möchten. Das ist zumindest für uns so. Das im Vorgespräch Stigma der Mitarbeiterin. Das Stigma betrifft ja nicht nur die Nutzerinnen der Einrichtung, sondern auch die da arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, um Menschen, ich sag mal, den Tätigkeitsbereich auch attraktiv zu machen. Aber bitte. Ich muss nicht jetzt was sagen. Alles gut. Du auch? Ja. Ach so, okay. Ja, bitte, Michael. Also wir finden gerade in diesem Überlebenshilfebereich sehr viele Mitarbeitende über unser Seminar in der Hochschule. Das heißt, die fangen als Studierende an, bleiben, wenn sie fertig sind, häufig bei uns. Ist ja auch eine Abstimmung mit den Füßen. Und was ich spannend finde beim Thema Mitarbeitende, wir haben gerade so ein bisschen den Generationenwechsel. Ne? Also jetzt im Moment, jetzt gehöre ich schon zu den Ältesten da im Laden. Die Menschen, die das aufgebaut haben, dankenswerterweise sind alle in Rente. Und die schon lange da sind, müssen sich jetzt mit den ganz vielen neuen Kolleginnen und Kollegen rumschlagen, die neuere kommen und für die das normal ist, gerade mit Crack nochmal normal ist und wo wir darüber reden müssen, unser Regelwerk anzupassen, damit wir nicht Menschen ausschließen, weil sie es überhaupt nicht einhalten können. Total spannende Frage. Insofern, ja, wir finden neues Personal und das bringt ganz viel tollen neuen Schwung rein, weil es auch ganz viele Fragen stellt. Das finde ich super. Bitte, Gabi. Bitte. Ich glaube, dass gerade in unserem Bereich ganz viele mit ganz hohem Engagement arbeiten. Wir haben immer 180 Mitarbeitende und die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit bei uns, wobei wir auch viele 2-Jahresverträge haben, sind 9 Jahre. Dabei haben wir Menschen, die sind schon seit 30 Jahren bei uns. Also das heißt, es gibt Menschen, die genau in diesem Bereich sich richtig aufgehoben fühlen und dort auch gerne arbeiten. Wir haben eine Veränderung bei jungen Menschen, die mit anderen Vorstellungen von Arbeitszeiten kommen, als wir das. Wir haben viele 24-Stunden-Angebote, 365 Tage im Jahr und wir haben keine Schwierigkeiten, Sozialarbeitende zu finden, die eher so in dem geregelten 5-Tage-Rhythmus sind, aber die Nachtdienste und Wochenenddienste, also Schichtarbeit mit einzuplanen, ist schon ein Hemmnis, was alle, die in dem Bereich tätig sind, haben. Und da ist die Fluktuation auch höher als in den anderen Bereichen. Aber glücklicherweise gibt es genügend immer wieder, die auch sagen, ja, und das ist mir auch ein wichtiger Bereich. Und ich hoffe, das bleibt auch noch so. Danke, Gabi. Dann, Nina, zum Schluss. Weil die Frage kam ja schon auf, als ich gesprochen habe. Ja, wir finden Leute. Ja, es ist anspruchsvoll. Aber am anspruchsvollsten ist es für mich, Alkoholberatung am Stadtrand zu besetzen. Ja, also weil das so ungefähr das Biederste ist, was wir so im Angebot haben. Das ist wirklich komplizierter. Drogenkonsumräume gibt es tatsächlich auch mehr Fluktuation und die Wochenendarbeit ist tatsächlich einerseits eine Herausforderung. Pflege ist viel schwieriger und jetzt mein persönliches Gute-Laune-Projekt ist strategisches Personalmanagement. Also wie wir uns gemeinsam damit beschäftigen, wie wir tatsächlich diese sehr gute Arbeit attraktiv halten und aber auch nach außen tragen, was das für ein toller Job sein kann. Und es ist es gibt Fachkräftemangel, aber was brauchen wir? Attraktive Arbeitsbedingungen, gute Bezahlung und dann können wir da auch bestehen. Insofern möchte ich alle ermutigen, sich da auf den Weg zu machen. Es gibt auch Förderprogramme dafür und sich weiterzuentwickeln. Vielen Dank. Das wäre ein ausgezeichnetes Schlusswort, finde ich, wenn ich niemanden übersehen habe. Nein. Dann bedanke ich mich bei euch vieren. Vielen Dank.